Until today. Wenn man so will, fing mit Infamous Second Son alles an und geht nun mit Ghost of Tsushima zu Ende. Wovon rede ich? Nun, ich meine den Lebenszyklus der PlayStation 4. Infamous war einer der ersten wirklich großen Titel der damals noch jungen Konsole. Und Entwickler Sucker Punch liefert mit ihrem Nachfolgewerk wohl das letzte große exklusive Spiel für diese Gen. Wie ein Bucheinband legen sich diese beiden Spiele um die PlayStation 4. Doch ist das Open-World-Spiel wirklich ein würdiger Abgesang auf Sonys Konsole? They're different, right? I mean, doing Infamous Second Son and First Light at the very beginning of the PS4 life cycle was really fun because the PlayStation 4 and what it was and what it could be and what sorts of gaming experiences you could have was really undefined when we started, and we were able to be part of that definition, to be part of the first wave of games that was establishing what you could do with the new generation of consoles, and that was super exciting. This one, at the end, we know that thing inside and out at this point, right? So we've been squeezing every last morsel of performance, every last pixel out for many years now. And so we feel like we're really able to show what the thing can do, what that little black box can do. Wenn man durch die Naturkulisse der Insel Tsushima reitet, sieht Ghost of Tsushima immer wieder atemberaubend aus. Wie die Sonne durch die Bäume bricht und das hohe Gras sich im Wind bewegt, ist einfach nur wunderschön. Immer wieder konfrontiert das Spiel einen mit Momenten, wo man ins Staunen kommt. Die Reise des Samurai Jin, der seine Insel von den mongolischen Invasoren befreien will, ist auf jeden Fall eine Augenweide, auch wenn die Grafik nicht ganz fehlerfrei ist. Manchmal sind Wetterwechsel einfach etwas zu schnell. So kann es passieren, dass Donner und Regen sich innerhalb von wenigen Sekunden verflüchtigen, um Platz für strahlend blauen Himmel zu machen. Und so schön die Sonnenuntergänge hier sind, manchmal habe ich das Gefühl, die Entwickler haben es etwas übertrieben mit dem Gelbstich, der dann alles überstrahlt. People buy open world games because they're attracted to the core fantasy of them. Whether it's I want to be a cowboy in the Old West, I want to be a gangster in Los Angeles, or I want to be a wandering samurai, right? You buy these games because you want this fun experience, and that's what we're trying to provide. It's just that we have a different one. Doch während die Schönheit des Spiels offensichtlich ist, sind es vor allem die spielerischen Qualitäten, die überzeugen sollten. Die Aufgaben, die Protagonist Jin hier serviert bekommt, brechen dabei selten aus dem Standardkonstrukt aus, das über die Jahre in Open-World-Spielen etabliert wurde. Immer wieder müsst ihr feindliche Festungen angreifen oder ihr trefft in der offenen Welt auf umherstreifende Mongolenkarawanen. Im Rahmen der Hauptstory lernt ihr dann auch neue Charaktere kennen, die ihr für eure Sache gewinnen wollt. We did want the combat to really help us tell the story we were telling, right? The story is the story of a samurai who has to sacrifice his identity in order to save his home because he's one lone warrior surrounded by thousands. And the combat has to tell that story, right? I mean, it's the central spine of Jin Sakai's story, and the combat is an integral part of that. And so you did need to be in fights where you were surrounded by bad guys. And that's not really a Souls-like experience. We could have done that, but we would have needed to change things in ways that weren't going to help us tell the story we needed to tell. So we ended up with something different. Ein zentrales Element des Spiels ist natürlich der Kampf. Jin kann seine Gegner schleichend ausschalten. Durchs hohe Gras verdeckt kann man sich wunderbar an Feinde heranpirschen und sie lautlos platt machen. Oder auch mit dem Bogen aus größerer Distanz erledigen. Doch gerade der Schwertkampf ist etwas, das durchaus etwas mehr Taktik erfordert. Um Gegner aus dem Weg zu schaffen, sollte man mit schweren Attacken angreifen, um ihre Defensive zu durchbrechen. Ist das geschafft, könnt ihr sie mit ein paar Schlägen ins Jenseits befördern. Wichtig ist dabei vor allem, welche Haltung ihr einnehmt. Auf Knopfdruck könnt ihr diese wechseln. Und jede Haltung ist gegen einen bestimmten Gegnertyp besonders effektiv. Das ist durchaus taktisch und funktioniert gut. Das Problem im Kampf ist, dass
dass es keine Möglichkeit gibt, die Kamera automatisch auf einen Gegner zu fixieren. Dieses Lock-on-Feature habe ich einfach schmerzlich vermisst. Immer wieder wird die Action so einfach unübersichtlich und Feinde sind außerhalb des Sichtbereichs. Leider mache ich mir wenig Hoffnung, dass dieses Feature noch nachgereicht wird, da die Entwickler mir in einem Interview erzählt haben, dass dies eine bewusste Entscheidung ist. That is something that comes up, especially for people that come to Ghost from having played and enjoyed, Bloodborne, Neo, the other Souls-like games. They're used to that, focusing on one guy at a time. And we have tried it. We can play the game that way. It ends up not being as much fun as you would want. So with certain exceptions, like duels, which you've played, you're dealing with multiple people at a time, and adding in lock-on management to all the other things we were asking of you is too much overload. Again, once we decided we were going to have you fight groups, a lock-on system, it didn't work so well. So that's why it's not in there. Durch erfolgreich erledigte Aufgaben steigert ihr euren Ruf und verdient dann auch Technikpunkte. Diese könnt ihr dann einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Sieht man sich das Upgrade-Menü an, mag man sich erstmal überfordert fühlen, doch keine Sorge, hat man erstmal losgelegt, erschließen sich all die Upgrades und Möglichkeiten recht schnell. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich nicht das Gefühl hatte, meine Haltungen upgraden und somit neue Attacken freischalten zu müssen. Die Gegner lassen sich auch ganz gut mit den Grundattacken ausschalten, sobald man das Grundprinzip des Kampfes verstanden hat. Wichtig ist vor allen Dingen, zum richtigen Zeitpunkt auszuweichen. Leuchtet die Waffe des Gegners rot auf, sollte man schnell den entsprechenden Knopf drücken, um der Attacke zu entgehen. Ghost of Tsushima besticht vor allem durch sein Setting und Flair. Entwickler Sucker Punch schafft es wirklich, eine tolle japanische Atmosphäre in dieser schönen offenen Welt zu erschaffen. Dazu tragen jede Menge Sachen bei, wie zum Beispiel der Kurosawa-Modus, der dem Spiel einen Look verpasst, der an alte Filme des Regisseurs Akira Kurosawa erinnert. Allerdings sticht Ghost of Tsushima jetzt abseits des Settings auch nicht großartig heraus oder schafft es, eigene Akzente zu setzen. Alles, was es macht, macht es ziemlich gut, aber eben nicht herausragend. Die KI ist nicht sonderlich intelligent, doch fallen die Aufgaben, die man erledigt, groß aus dem Rahmen dessen, was man im Open-World-Genre gewohnt ist. Man könnte Ghost of Tsushima auch einfach Open World, das Spiel nennen. Ich hatte wirklich Spaß damit, man sollte halt bloß keinen Titel erwarten, der das Rad neu erfindet. Das ist vollkommen in Ordnung, wie gesagt, wird aber letztendlich auch von einem Last of Us 2 überschattet, das in vielen Bereichen einfach einen Tacken besser ist und auch den würdigeren Abschied der PlayStation 4 darstellt. Jin Sakai. Ryoso. Siehst aus wie eine Vogelscheuche. Du sahst auch schon besser aus.